Ja, hallo, ich darf euch herzlich begrüßen zu meinem neuen YouTube-Kanal Verkunstet. Ich würde euch heute gerne zeigen, wie man mit einfachen Mitteln ein solches Schild erstellt. Ja, was brauchen wir alles dafür, damit wir so ein Schild machen können? Ich habe einmal hier ein Tellerchen, das kann irgendwie ein Pappteller. Ich habe jetzt hier ein Plastiktellerchen, eine Schüssel mit Wasser, einen Rakel, den wir nachher brauchen zum Glattstreichen, einmal Kerze, Bleistift, einen Schwamm, Farben natürlich nicht vergessen. Ich habe mich jetzt hier für diese Kombination entschieden. Ihr könnt natürlich gerne auch was anderes nehmen. Das bleibt ganz eurer eigenen Fantasie überlassen. Einmal das Transfermittel, das wir benötigen, um nachher diese Schriftzüge auf das Holz zu übertragen. Eine Schere zum Ausschneiden. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Nachdem wir also dann einmal festgesetzt haben, wo wir die Schrift hin haben wollen, werde ich hingehen und mir das Brett in Weiß grundieren. Dafür nehme ich einfach irgendein Weiß, was ich so hier in meinem ganzen Sortiment habe. Nehme einen guten Buchs, einen einfachen Schwamm. Der ist mir einfach zu groß. Kann man also auch wunderbar einmal kleiner machen. Ich habe das nicht so gerne, wenn die so riesig sind. Nehme einfach die Farbe und bringe sie hier auf das Brett auf, so dass wir einfach hier schön deckend das Weiß stehen haben nachher. Man kann natürlich auch mehr nehmen, das hängt davon ab, wie viel man da an Weiß nachher sehen möchte oder ob ihr sagt, ihr wollt auch von dem Brett in der Maserung noch irgendwas haben. Ich persönlich mag das eigentlich schon ganz gerne, wenn man noch so ein bisschen von der Holzstruktur sehen kann. Guckt, dass ihr das in eine Richtung macht, sonst wird es nachher zu unruhig. Das heißt also nicht kreuz und quer, sondern eine Richtung. Sieht schon, da braucht man schon ein bisschen was an Farbe. Deswegen würde ich da auch gar nicht so teure Farbe nehmen. So, dann schauen wir noch mal eben nach den Rändern. Die solltet ihr natürlich auch mitmachen, weil das sieht sonst nicht schön aus. Da reicht es aber, drum herum zu gehen. So, und so sehe das erstmal aus, wenn wir die weiße Grundierung drauf gesetzt haben. Das lassen wir jetzt einen Moment kurz trocknen und dann geht es auch weiter mit der nächsten Farbe, die ich mir hier schon hingestellt habe. Die werde ich dann gleich anmischen. Okay, sollte das jetzt hier trocken sein, so sieht es jetzt eigentlich so aus, werde ich jetzt noch mit der Kerze versuchen, hier auf die Fläche so ein bisschen Wachs aufzubringen. Das hat den Vorteil, dass wenn ich nachher die beiden Farben mir zusammengemischt hier drauf lege, ich sie nachher hier von den Stellen, wo ich Wachs drauf gegeben habe, wieder runternehmen kann, weil Acrylfarben haften nicht auf dem Wachs. Also, das heißt, wir werden jetzt einfach so ein bisschen hier das Brett an den Stellen, wo ich das jetzt gerne hätte, ein bisschen bestreichen. Das hängt davon ab,
wie viel ihr nachher haben wollt. Also wenn ihr sagt, ja, nur so ein paar Stellen, muss das also auch nicht auf der ganzen Fläche. Ich gucke jetzt mal hier, dass ich jetzt so überall ein bisschen was aufsetze. Gut, das sollte reichen, hoffe ich zumindest. Dann werden wir jetzt einfach mal ein bisschen mischen, weil ich gerne einen hellen Braunton haben möchte und nicht so dunkel. Schauen wir mal, dass wir da jetzt was gemischt bekommen. Ihr seht schon, das sieht nicht wirklich schön aus. Deswegen habe ich noch einen anderen Ton mit beigenommen. Und ihr seht schon, mit dem Ton dabei kriegen wir hier so eine schöne Kaffeefarbe. Achtet darauf, dass wenn ihr Farben mischt, ihr das wirklich gut miteinander verbindet. Macht ihr das nämlich nachher nicht. Habt ihr nachher vielleicht den zweiten Farbton auf einmal mit in der Fläche stehen und das wollen wir ja eigentlich nicht. So, das heißt, ich setze jetzt hier wieder auf und bringe den Ton auf das Brett. Hier wieder darauf achten, arbeitet in eine Richtung. Ihr seht schon hier teilweise da, wo ich eben mit der Kerze drüber gegangen bin, bleibt die Farbe nicht so richtig haften. Aber das war ja auch das, was wir wollten. Das lassen wir jetzt auch wieder so ein bisschen trocknen. Und dann werden wir gleich nochmal mit dem Schwamm, ich werde dann mal mit der rauen Seite drüber gehen, versuchen hier noch ein bisschen von der Farbe abzukratzen, weil das mir dann hier noch ein bisschen zu wenig ist. Ich denke, dass jetzt die zweite Schicht auch trocken ist. Ich habe jetzt noch einmal meinen Schwamm sauber gemacht. Wir versuchen jetzt mal, das hier abzukratzen, also da, wo ich überall Wachs aufgebracht habe. Ihr seht, ich habe hier die graue Unterseite genommen. Auch ruhig ein bisschen kräftiger rangehen an die Sache. Also ich bin eh nicht so der Mensch, der da immer so vorsichtig ist, sondern ruhig auch mal so ein bisschen mehr da rangeht, denn das geht nicht kaputt. Ja, wie ihr seht, überall da, wo jetzt quasi der Wachs von mir aufgetragen war, habe ich quasi auch die Farbe wieder runtergekriegt. Mein Problem ist jetzt, dass mir das so nicht wirklich gut gefällt, weil es sieht sehr unruhig alles aus. Also werde ich jetzt versuchen, das so ein bisschen zu heilen, um das ein bisschen in eine gleichmäßigere Form zu bekommen. Dafür werde ich mir jetzt ein bisschen Wasser nehmen, einfach Wasser in einem kleinen eine Schale oder so und werde dann versuchen, hier noch ein bisschen das Ganze aufzuweichen. Na denn, also Wasser habe ich jetzt hier. Ich mache den Schwamm ein bisschen nass. Mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann wischen wir hier
einfach über das Bild. So, ich denke mal, so können wir es erstmal lassen. Das lassen wir jetzt erstmal durchtrocknen und dann fangen wir weiter an mit unseren Buchstaben, die wir dann hier auf das Schild bringen wollen. So, nachdem jetzt hier die Platte einmal gut durchgetrocknet ist, habe ich in der Zwischenzeit schon mal die Zeit genutzt und habe das, was ich schon mir mal als Vorlage ausgedruckt habe, mit dem Spruch, den ich hier nachher auf meinem Brett gerne haben möchte, einmal spiegelverkehrt ausgedruckt und auch ausgeschnitten. Habe mir das schon mal vorab, bevor ich das Ganze gleich mit hier dem Fotopatch aufbringen werde, mir auf dem Brett schon mal so ein bisschen positioniert hingelegt, damit ich so ungefähr weiß nachher, wo kommt was hin. Und vor allem, ich kenne mich. Besser ist das vorher mir da mal so hinzulegen, weil sonst verbuchsel ich nachher noch die Wörter. Dafür kenne ich mich gut genug. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Schrift nachher einmal spiegelverkehrt ausgedruckt bekommt, könnt ihr das natürlich gerne auf dem Blog nachlesen. Wir haben da eine kleine Verlinkung eingebaut. Ich denke, das sollte euch helfen, da zu finden, wie man das Ganze macht. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe mir hier etwas gekauft, das nennt sich hier Fotopatch. Das war so das, was man mir jetzt erstmal empfohlen hat, was wohl für jemanden, der das noch nie gemacht hat, und ich habe es noch nie gemacht, die einfachste Variante ist. Es gibt natürlich noch verschiedene andere Produkte, die man da nehmen kann. Also ich denke, es gibt nichts Richtiges, nichts Falsches. Da dürft ihr gerne ausprobieren, austesten. Solltet ihr da noch etwas finden, was besser ist, sagt mir ruhig Bescheid. Ihr könnt mir das natürlich auch gerne schreiben. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so das, was ich bekommen habe hier für das Ganze. Wir machen das einfach jetzt schon mal hier auf. Wie man sieht, es ist sehr cremig. Ich habe mir einen Pinsel geholt dazu. Damit werden wir das Ganze jetzt einmal so bearbeiten. Also laut Anleitung soll man das so machen. Man nimmt einmal einen Schwung voll, bestreicht einmal die Stellen gut mit dem Fotopatch ein, wo nachher die Schrift drauf soll. Okay. Und dann einmal die Schrift selbst. Einmal gut einpinseln. Ich denke, das sollte schon reichen. Dann einmal hier auf das Brett aufbringen. Gucken, dass es so einigermaßen gerade ist. Wichtig ist dabei, schaut, dass hier sich keine Luftbläschen drunter setzen. Ihr seht schon, das zieht sich hier nämlich schon so ein bisschen. Dazu habe ich mir hier jetzt noch so ein kleines Hilfsmittel mitgenommen. Ich denke mal, sowas Ähnliches habt ihr mit Sicherheit auch zu Hause. Also gut schauen, dass ihr das hier gut aufgesetzt bekommt. So, das erste haben wir schon. Jetzt machen wir die nächste. Na, seht ihr, fange ich schon verkehrt einmal an. Auch wunderbar. Oh, ist eigentlich egal. Also das Ganze einmal auf das Brett aufbringen.
Jetzt haben wir alles auf dem Bild aufgebracht. Wir müssen es einmal gut durchtrocknen lassen. Wenn das soweit fertig ist, dann werden wir nochmal mit Wasser und einem Schwamm arbeiten müssen. Aber wie gesagt, erst nach einer guten Trocknungsphase. So, die 1,5 Stunden sind vorbei. Ich habe in der Zwischenzeit auch einmal kurz den Föhn drauf gehalten, weil ich gedacht habe, naja, schauen wir mal, ob das vielleicht ein bisschen noch die Trocknungszeit verbessert. Ja, ihr seht, ich habe hier nochmal ein Schälchen mit Wasser stehen, einen Schwamm. Jetzt werden wir das Ganze versuchen, vorsichtig von der Platte zu lösen. Das heißt, ich werde den Schwamm ein wenig nass machen, hier ein bisschen Wasser drauf geben. Man kann schon sehen, die Schrift kommt langsam durch das Papier. Also machen wir das hier immer so nass. Und das ist falsch rum. Jawohl, also wie man sieht, einmal schön verkehrt herum. Gut, dann fangen wir mal an, das hier langsam abzurubbeln. Naja, immerhin, ich habe den Beweis, es funktioniert. Auch wenn es falsch rum ist. So, dann machen wir das mal eben ab. Ja, gehen wir mal zum nächsten. Das wäre dann mal so das fertige Produkt. Also, ich finde, das lassen wir mal weg. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, also, nachdem wir dann das Ganze jetzt haben alles ein bisschen durchtrocknen lassen, habe ich das Schild jetzt soweit fertig. Ihr seht, mein Missgeschick vom Anfang habe ich tatsächlich noch einmal korrigieren können. Akkupatz sei Dank. Also ich bin wirklich einmal kräftig mit der silbernen Wolle drüber gegangen, habe das abbekommen. Das macht man aber am besten wirklich nur mit einem Stück wie hier Holz, nicht auf Papier. Ich glaube, dann geht alles kaputt. Und habe dann quasi den Schriftzug noch einmal neu aufgesetzt. Also ich finde, es ist gar nicht so schlecht geworden. Jetzt, wo alles schön trocken ist, müssen wir das Ganze noch fixieren, damit nichts passiert. Das heißt, wir nehmen uns wieder einmal das Fotopatch, einmal einen Pinsel, machen das Ganze einmal hier auf die Fläche drauf. Das ist quasi so eine Schutzmaßnahme, dass es nicht abgeht, wenn da mal irrtümlich Wasser dran kommt oder Staub sich zu fest draufsetzt. Einfach gut drauf nehmen. Es trocknet transparent ab. Und man sieht, die schauen, dass da überall was drauf ist. Könnt ihr jetzt natürlich auch einen etwas breiteren Pinsel nehmen, aber dazu war ich jetzt ein bisschen zu bequem. So, also haben wir jetzt einmal das ganze Schild schön mit dem Fotopatch einbearbeitet. Machen wir mal kurz einen Test. Schauen wir mal, was alles sogar drauf ist. Das sieht gut aus. Und damit wären wir dann einmal fertig. So sieht das dann aus, wenn wir
das fixiert haben. Ja, damit sind wir dann eigentlich auch schon zum Ende angekommen mit, wie mache ich ein Schild im Shabby Chic und mit Fotopatch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich darüber freuen. Ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Natürlich bin ich auch für Kritik oder Anregungen sehr dankbar. Abonniert meinen Kanal, damit würdet ihr mir sehr helfen. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich euch wieder demnächst hier bei mir begrüßen dürfte auf Verkunstet. Ich wünsche euch was. Tschüss!